Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Wie ihr sehen könnt, es geht wieder um das AMD-System. Im letzten Video, ich hatte ja bereits 2 Videos zu dem System gemacht und im letzten Video hatte ich euch die Wasserkühlung vorgestellt und ich war ja ein bisschen enttäuscht von den Temperaturen, denn ich habe hier jetzt relativ viele Radiatoren, relativ viele Lüfter, mehr als in meinem aktuellen System und die CPU ist temperaturtechnisch trotzdem nicht sonderlich gut unterwegs. Jetzt sind die 7900X natürlich auch dafür bekannt, dass die relativ warm werden. Und ja, da ich jetzt kühlungstechnisch hier schon, sage ich mal, relativ weit fortgeschritten bin, ist jetzt der nächste Schritt, den ich probiere, hier von der IHS, also von dem Heatspreader, der sich hier oben drauf befindet. Das, was ihr hier oben seht, ist der Heatspreader oder auch IHS genannt. Von dem möchte ich jetzt ein bisschen Material abtragen. So, ich habe jetzt den Abstand bzw. genau genommen die Materialstärke von der Unterseite des Kühlers hier gemessen. Das heißt also, ich habe ja jetzt gemessen, wie weit sind unsere Abstandshalter von der Mainboard-Platine, sozusagen wie viel Millimeter ragen sie von der Mainboard-Platine nach oben. Und diese Höhe können wir jetzt aber ja nicht 1:1 verwenden, da ja hier an unserem Kühlkörper nochmal Material nach unten geht. Das habe ich jetzt gemessen, damit ich das sozusagen richtig ausrechnen kann, welche Höhendifferenz ich habe. Das habe ich jetzt in meinem Spickzettel einmal ergänzt. Und wie ihr eben schon gesehen habt, habe ich ja die beiden Messwerte genommen. Das heißt Höhe Abstandshalter von Nullpunktplatine 10,1 mm, Höhe IHS von Nullpunktplatine 7,31 mm. Bedeutet, wenn wir jetzt sozusagen kein Material unterhalb des Kühlers hätten, hätten wir eine Lücke zwischen unserem unteren Punkt vom Kühlkörper und der IHS von 2,79 mm, was sehr schlecht wäre, denn dann hätten wir keinen Kontakt. Da ja aber unterhalb von dem Kühlkörper noch eine gewisse Materialstärke ist, genau genommen 5,4 mm. Die müssen wir ja dann wieder mit reinberechnen, hier in den Abstand. Bedeutet, wenn wir jetzt von der Höhe unserer Abstandshalter ausgehen, 10,1 mm, davon ziehen wir 5,4 mm ab. Bedeutet, die Unterkante unseres Kühlers ist vom Nullpunkt der Platine gesehen 4,7 mm oberhalb des Nullpunkts der Platine. Und diese 4,7 mm sind ja weniger als die 7,31 mm, die wir haben, Nullpunkt Platine bis Oberkante IHS. Bedeutet, so haben wir die Möglichkeit, den Kühlkörper schön fest auf die IHS zu pressen. Bedeutet im Umkehrschluss, wenn wir von der Höhe der IHS, die 7,31 mm, die 4,7 mm abziehen, die wir sozusagen an Höhe unserem Kühlkörper haben, kommen wir auf eine Differenz von 2,61 mm. Das heißt, dieser Abstand ragt sozusagen der Kühlkörper virtuell in die IHS hinein, wenn die Materialien nicht fest werden und man sie zusammen drücken könnte. Das bedeutet, wir könnten theoretisch 2,61 mm abtragen, bis Kühlkörper Unterseite und Oberseite IHS komplett plan aufliegen. Ist aber nicht gut, wenn man sowas macht, da wir ja sonst, weil wir dann nicht mehr genug Druck aufbauen können. Bedeutet, ich kann aber, da diese Abstufungen ja immer 0,4 mm sind, problemlos mal 0,8 mm abschleifen und habe dann immer noch 1,8 mm sozusagen Spielraum, um den Kühlkörper fest anzupressen. Das bereite ich jetzt mal vor und zeige euch das auch und dann hätte ich gesagt, schauen wir mal, ob das temperaturtechnisch irgendeinen Unterschied macht. So, wie ihr sehen könnt, ich habe hier jetzt schon den ersten Schleifstreifen aufgeklebt. Dann habe ich hier die CPU bereits lose in diese Vorrichtung gepackt, die dann nachher verwendet wird, um das abzuschleifen. Wie gesagt, hier an der Seite sind so kleine Treppen. Ich hoffe, man kann das auf dem Video erkennen. So kleine Treppen, die sind unterschiedlich hoch. Das heißt, wir haben immer 4 Abstufungen und insgesamt kommen wir dann auf 0,8 mm beziehungsweise 8 mal 0,4 mm und ich werde jetzt 2 Treppen abschleifen. Das heißt, so dass ich bei 0,8 mm lande. Was ich jetzt noch machen muss, aktuell würde die CPU rausfallen. Hier sind so kleine Bohrungen vorhanden und da müssen wir die CPU jetzt festschrauben. Dafür ist im Lieferumfang hier so kleine, ja, wie sagt man denn da, solche Unterlagsscheiben dabei aus Plastik und eben auch so kleine Imbusschrauben, die man verwenden kann, um das Ganze da festzudrehen. Das mache ich jetzt einmal und wenn ich das gemacht habe, werde ich hier diesen Schleifstreifen noch ein bisschen befeuchten und das Ganze dann ein bisschen anschleifen. So, ich habe jetzt die CPU hier in dieser Vorrichtung entsprechend verschraubt.
Ihr könnt sehen, da sind jetzt diese kleinen Unterlegscheiben unten drunter und dann die Schraube reingedreht. Moment, so. Das habe ich an allen 4 Ecken gemacht. Ich hoffe, das ist jetzt relativ plan. Ich habe es zumindest mal an allen 4 Ecken festgezogen. So eine richtige Vorgabe gibt es ja nicht. Fällt auch nichts raus, wie man sehen kann. Ja, und jetzt hätte ich gesagt, legen wir mal los, hier ein bisschen was abzuschleifen. Ich mache jetzt hier die Schleiffläche ein bisschen feucht. Da habe ich destilliertes Wasser. Ja, vielleicht ein bisschen viel. So ist das okay. So ist das einfach ein bisschen feucht. Jetzt nehme ich hier diesen Aufsatz, werde das hier plan auflegen, werde auch versuchen, gleichmäßig Druck aufzubauen. Das heißt, ich werde hier versuchen, das mit der gesamten Handfläche abzudecken und hier dann gleichmäßig eben das Ganze abzuschleifen, bis eben 2 Stufen oder 2 Treppen sozusagen von diesen Indikatoren abgeschliffen sind. Dann werde ich auf das feine Schleifpapier hier hinten wechseln und nochmal einfach die Oberfläche ein bisschen, ja, sag ich mal, veredeln oder halt einfach von diesem rauen Schleifpapier dann wechseln zu dem glatten Schleifpapier, damit die Oberfläche eben ja schön feinporig ist. Und dann bauen wir es wieder ein und schauen mal, wo wir rauskommen. Jetzt schleife ich einfach mal ein bisschen. Sieht jetzt auch schon, hier geht so ein bisschen von dem Plastik weg. So, ich habe jetzt ein bisschen geschliffen. Ihr könnt auch hier im Hintergrund erkennen, dass das so ein bisschen kupferfarben wird. Und wenn wir jetzt hier drauf schauen, dann können wir auch erkennen, dass ich hier schon was abgeschliffen habe. Ihr seht, die IHS ist scheinbar nicht ganz flach. Oder ich schleife nicht ganz flach, je nachdem, wird sich dann am Ende zeigen. Auf jeden Fall haben wir jetzt halt an den Ecken schon einen gewissen Abtrag. Das heißt, hier kommt schon das Kupfer zum Vorschein von der IHS. Und nur noch in der Mitte ist eben diese vernickelte Schicht vorhanden. Das bedeutet, ich schleife jetzt hier fröhlich weiter, bis ich, wie gesagt, an meinen 2 Treppenstufen angekommen bin. Wichtig ist vielleicht noch zu erwähnen, dadurch, dass wir jetzt hier diese Nickelschicht abtragen, können wir natürlich später kein Flüssigmetall mehr verwenden, da das ja mit Kupfer ja, sozusagen eine Verbindung eingeht oder halt reagiert. Bedeutet, hier können wir jetzt nur noch konventionelle Wärmeleitpaste einsetzen. Sollte aber kein Problem sein. Ich schleife noch ein wenig. So, ich bin mit dem Schleifprozess erstmal fertig. Laut den Treppen habe ich jetzt 2 Treppenstufen abgetragen. Ich finde, gut, das ist natürlich jetzt auf der Kamera immer schwer zu erkennen, aber ich finde, die IHS sieht eigentlich sehr glatt aus. Ich habe, wie gesagt, jetzt auch schon nachbehandelt mit den beiden feineren Schleifpapier-Varianten. Vielleicht für euch als Tipp, ich hatte jetzt vorher die Wärmeleitpaste, die hier so in den Ecken war, die hatte ich nicht komplett sauber gemacht. Und dadurch, dass ich ja jetzt hier ein bisschen Kupfer abgeschliffen habe, habe ich jetzt im Nachgang das mit der Zahnbürste noch gereinigt. Denn ich wusste jetzt nicht, vielleicht sind da Kupferpartikel in der Schleifpaste dann nachher, nicht in der Schleifpaste, vielleicht haben sich ja Kupferpartikel in die Wärmeleitpaste abgesetzt und nicht, dass das nachher leitfähig wird. Deswegen, also wenn ihr das macht, würde ich euch empfehlen, dass ihr entweder vorher die verschiedenen kleinen Bauteile hier mit einem Schutzlack bedeckt, sodass da gar nichts passieren kann. Oder aber vorher die Wärmeleitpaste eben komplett entfernen, auch von den Rändern, dass da eben, wie gesagt, dieser Kupferabrieb gar nicht in Kontakt mit der Wärmeleitpaste kommen kann. Ja, und jetzt habe ich gesagt, jetzt setze ich das Ding hier mal in den Sockel und messe mal, wie viel Höhe jetzt angeblich vorhanden ist bei der IHS. Ich habe ja vorher die Höhe gemessen, dann kann ich jetzt einmal einen Vergleichswert nehmen mit der Schieblehre und schau mal, wo wir dann rauskommen. Es ist natürlich nicht 100% richtig der Vergleichswert, da wahrscheinlich an den Ecken etwas mehr Materialabtrag da ist durch das manuelle Schleifen. Also vermutlich ist die Ecke ein wenig runder als jetzt in der Mitte. Aber ich habe ja vorher auch an der Ecke gemessen und ich bin sicher bei dem Herstellungsprozess, und wir haben das ja im ersten Schleifgang auch gesehen, der Herstellungsprozess ist auch nicht 100%ig, da wir erst an der Seite Material abgenommen haben und dann in der Mitte. Bedeutet, ja, es sollte vergleichbar sein. Wie gesagt, ich setze es in den Sockel und messe jetzt einmal.
So, wie ihr sehen könnt, ich habe die CPU jetzt wieder in den Sockel gepackt. Ich habe jetzt hier gut 0,4 bis 0,6 mm abgeschliffen. Zumindest laut meiner Messung mit der Schieblehre. Das heißt also, da gibt es eine kleine Diskrepanz zwischen der Anzeige von dem Acrylrahmen oder dem Plexirahmen und dem, was ich jetzt hier wirklich messen konnte. Ja, also wir sollten auf jeden Fall in einem Bereich sein, der noch abzudecken ist von dem Abstand der Halter bis hin zum Unterboden meines Kühlers. Da haben wir ja, sage ich mal, einen gewissen Spielraum an Luft gehabt. Das waren 2,61 mm, die wir da sozusagen Puffer hatten. Bedeutet also, der Kühlkörper oder der Kühlblock würde virtuell gesehen 2,61 mm in die IHS einsinken, wenn das Material nicht fest wäre. Ja, insofern sollte das mit den 0,4 bzw. 0,6, die ich da jetzt abgeschliffen habe, wunderbar funktionieren. Da dürfte eigentlich nicht ein Problem auftreten, dass wir zu wenig Anpressdruck haben. Denn ein Problem kann ja werden, wenn man jetzt zu viel abschleift, dass dann der Kühler gar keinen richtigen Kontakt mehr mit der CPU aufbauen kann. Und dann haben wir natürlich auch wieder ein Problem, eine Wärmebrücke bzw. keinen richtigen Materialschluss und die Wärme kann nicht sauber abgeführt werden. Insofern ist es schon wichtig, dass wir nicht zu viel abtragen. Jetzt packe ich den Kühler wieder drauf, schraube das fest, dann booten wir einmal und schauen, wie die Temperaturen aussehen. Hoffentlich gut. So, ich habe das Ganze jetzt, wie gesagt, einmal zusammengebaut. Ihr könnt das hier oben im Bildrand erkennen. Das System läuft. War natürlich wieder so eine Geschichte. Also diese neuen AM5-Boards, die brauchen einfach ewig zum Booten. Gerade wenn man die CPU aus dem Sockel nimmt und wieder reinsetzt, dann ist immer erstmal neue CPU installiert. Dann dauert es wieder ewig zum Profilladen und Neustarten. Also das war auf der AM4-Plattform deutlich besser. Temperaturtechnisch ist es extrem ernüchternd. Es hat eigentlich nicht wirklich was gebracht. Die Gesamttemperatur ist minimal höher, aber er hält dafür den Boost jetzt besser. Also die 5,2 GHz All-Core Boost liegen sehr stabil an. Da passiert keine Fluktuation. Ich lasse das gleich auch nochmal laufen, dass ihr das sehen könnt. Im Idle sind wir wieder so um die 36, 37 Grad, wie wir das vorher waren. Gesamttemperaturtechnisch sind wir jetzt ein bisschen höher. Das kann aber auch daran liegen, dass er jetzt, wie gesagt, insgesamt stabiler und höher boostet. Also vielleicht hat er selber sich dann schon nachgeregelt und noch ein bisschen mehr Leistung freigegeben, was dann die Wärmereduzierung wieder kompensiert oder auffrisst. Wir sehen auch hier, dass er auch auf relativ vielen Cores auf die 5,7 GHz hoch boostet. Ein paar Cores sind dabei. Zum Beispiel der eine hier unten, der geht nur auf 5,2. Alle anderen haben eigentlich 5,6. Also hier ist eine 5,57, aber das würde jetzt mal auf 5,6 aufrunden. Also bis auf einen Core boosten alle auf 5,6 hoch. Und wie gesagt, wenn ich jetzt den Cinebench Run mache, sind jetzt hier punktemäßig auch ein bisschen höher. An dieses Ergebnis mit den 11,593 komme ich nicht ran. Aber ja, wie gesagt, also rein temperaturtechnisch, das, was ich ja eigentlich erreichen wollte, dass er ein bisschen kühler läuft, das funktioniert nicht. Kann aber, wie gesagt, jetzt auch einfach daran liegen, dass die CPU dann selbstständig mitbekommt, hey, ich habe ja noch Spielraum nach oben in Sachen Temperatur und regelt einfach nochmal oder gibt nochmal ein bisschen Leistung frei. Ich lasse jetzt mal nochmal einen Lauf starten und dann gucken wir mal gemeinsam hier auf die Temperatur, noch auf die Boost Clocks. Wir sehen, er ist ja kurzfristig bei 5,4 gewesen und jetzt hält das solide bei 5,2 bzw. drüber. Hier unten die Cores, die schaffen nur 5,145 oder 4,7, aber halt wirklich super konstant. Ja, also da ist keiner dabei, der irgendwie nach unten wegsackt, sondern die halten ihre Frequenz, auch über den kompletten Zeitraum. Also das ist schon relativ beeindruckend. Läuft auch stabil, also ich kann das so oft machen, wie ich möchte. Haben dann hier in den Punkten immer eine kleine Varianz drin, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Einfache Messtoleranzen, aber wie gesagt, beeindruckt bin ich einfach davon, dass er jetzt den Boost so sauber hält, vor allem für die All-Core-Geschichten und für die Single-Core-Boosts geht er ja auch relativ hoch. Also insgesamt bin ich da schon von den reinen Taktraten sehr zufrieden, aber temperaturtechnisch mit 88 Grad, klar, das ist jetzt ein kompletter
irrelevanter Test. Also solche Temperaturen habe ich jetzt beim Spielen nicht. Und zum Rendern werde ich den PC ja nicht verwenden. Da habe ich ja meinen alten AM4 PC mit der Nvidia-Grafikkarte, die ist auch ein bisschen besser zum Rendern geeignet. Das heißt also für meinen Anwendungsfall, Spiele spielen, ist das jetzt hier voll okay. Im Spiel werden wir dann da super Temperaturen haben. Ja, aber wie gesagt, rein von dem, was technisch geht, kann ich es jetzt nicht empfehlen, da eure CPU abzuschleifen. Ich sehe jetzt hier nicht den großen Benefit. Klar, ich könnte jetzt noch ein paar Millimeter mehr wegschleifen. Also nicht Millimeter, aber keine Ahnung, nochmal 0,4 Millimeter mehr oder so. Aber dadurch, dass jetzt ja hier schon keine wirkliche Veränderung stattgefunden hat, würde ich das jetzt auch nicht machen wollen. Weil irgendwann erreicht man einen Punkt, wo man nicht mehr genug Druck aufbauen kann. Das heißt, dass die CPU nicht mehr fest genug in den Sockel gepresst werden kann, wenn man zu viel von der IHS abnimmt. Und dann hat man ein großes Problem, denn Material wieder auftragen wird schwierig. Dann muss man entweder an den Abstandshaltern was wegnehmen oder irgendwelche anderen Lösungen finden. Also deswegen ja, es wäre schön gewesen, wenn das hier out of the box irgendwie ein bisschen die Temperaturen senkt. Ist jetzt leider nicht der Fall. Insofern, ja, empfehlen kann ich es nicht. Es trägt auf jeden Fall, sage ich mal, dazu bei, dass die Boostgeschwindigkeiten konstanter sind. Das kann ich sagen. Temperaturtechnisch ist es jetzt aber keine, ja, zieht das jetzt nicht die Wurst vom Teller. Insofern, das war's mit dem Video. Ich hoffe, für euch war was Hilfreiches dabei. Ihr habt gesehen, wie ihr so ein CPU abschleifen könnt, beziehungsweise die IHS vom CPU abschleifen. Und was das dann nachher in Bezug auf die Temperaturen ergibt, seht ihr ja hier. Ja, würde mich freuen, wenn ihr im nächsten Video auch wieder mit dabei seid. Bis dahin, euch eine gute Zeit und tschüss.